Hallo und herzlich willkommen zum 30. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salo. Und heute stellen wir euch den Entfeuchter von Silent Dry vor. Silent Dry ist eine taiwanesische Firma, die 1995 gegründet worden ist. Sie haben sich auf Entfeuchtungslösungen spezialisiert. Wir konzentrieren uns heute auf das Produkt, das spezifisch für Feuerwaffen und dessen Zubehör gedacht ist. Ihre Entfeuchtungslösungen sind grundsätzlich einfach spezielle Steine. Das macht das Ganze extrem einfach zu handhaben bzw. zum Benutzen. Zudem ist es umweltfreundlich, nicht giftig und regenerierbar. Das Grundprinzip ist relativ simpel. Die Steine entziehen die Feuchtigkeit aus der Luft und dann das Wasser halt in sich speichern. Ja, und wenn die dann voll sind, dann tut man sie einfach wieder regenerieren. Da zum Sagen, also wenn sie voll sind, heisst das nicht, dass das ein nasser Stein ist. Die Feuchtigkeit, also das Wasser, das wird im Inneren, in den Poren vom Stein gespeichert. Von außen fühlt er sich immer noch gleich an. Und fürs Regenerieren tut man es halt einfach entweder im Backofen oder in der Mikrowelle erhitzen. Und ja, durchs Erhitzen verdampft die Feuchtigkeit, das Wasser, das dort drin ist, und so tut man dann den Stein trocknen. Nach dem Trocknen, also nach dem Erhitzen, tut man es einfach zuerst mal abkühlen lassen, damit man es auch wieder anlangen kann. Und dann sind sie nachher sofort wieder einsatzbereit. Das Lässige daran ist halt auch, man kann die Steine eigentlich x 100 Mal wieder nachregenerieren, bis dann halt einfach irgendwann mal keine Feuchtigkeit mehr aufsaugen können. Die Steine muss man grundsätzlich alle 30 Tage regenerieren. Bei den mittelgrossen Modellen hat es einen Aufkleber drauf, der anzeigt, ob es trocken bzw. wie trocken das sind. Dort, wenn es weiss ist der trocken, also bereit zum Feuchtigkeit aufnehmen. Und wenn er blau wird, dann ist er eigentlich voll. Beim ganz grossen hat es einen Hygrometer. Der zeigt an in Prozent, wie viel Flüssigkeit oder wie viel Wasser das drin ist. Und wenn der dauerhaft auf 60% ist, muss man den wieder regenerieren. Die Steine, wie schon gesagt, haben ganz verschiedene Grössen. Das ist je nachdem, wie groß das der Behälter ist, wo entfeuchtet werden sollte, kann man die Steine wählen von der Größe. Und wenn er dann zu groß ist, kann man theoretisch auch 2 oder 3 von diesen Steinen drin tun. Welche Größe von Stein für was für einen grossen Behälter geeignet ist, findet ihr bei uns im Videobeschreib. Zum Testen und Überprüfen, ob das überhaupt funktioniert oder wie es funktioniert, haben wir bei einem Bekannten von uns einen Test machen. Dort haben wir in einem relativ grossen Waffenschrank haben wir, den Grossstein angestellt, zusammen mit einem Hygrometer, wo halt einfach die Feuchtigkeit im Tresor messen tut. Zudem haben wir aber auch noch außerhalb vom Tresor einen separaten Hygrometer angestellt, um auch aufzuzeigen, wie die Luftfeuchtigkeit außerhalb vom Tresor ist. Zum Aufnehmen haben wir eine GoPro eingestellt mit Zeitraffer. Ja, nach 2 Stunden war leider dann der Akku leer gewesen, aber dennoch innerhalb von diesen 2 Stunden hat der Stein eigentlich die Feuchtigkeit im Tresor um 8% senken. Wir haben dann den Stein und den Hygrometer drin stehen lassen und sind dann etwa 2-3 Stunden später einfach nochmal schauen, und dann ist die Feuchtigkeit im Tresor um weitere 2% gesunken. Also sprich, innerhalb von nicht einmal einem halben Tag hat man die Luftfeuchtigkeit so um 10% senken. Also mein Fazit zu den Silent Dry Entfeuchter ist eigentlich positiv. Das Design, optisch sind sie mega cool. Gerade die mittleren, die kleinen sind jetzt nichts Spezielles, aber sie funktionieren genau gleich. Das Einzige, was man halt wissen muss, ist, es ist eigentlich kein Wundermittel oder Zaubermittel, was auch immer.
wenn du sonst schon extreme Feuchtigkeit hast im Raum rundum oder in der Wohnung oder was auch immer, würde ich vielleicht mal schauen, dass man dort mit einem elektrischen entfeuchteten Raum schon mal ein bisschen von der Feuchtigkeit runterbringt. Aber sonst eigentlich eben mega cool, designtechnisch. Und wenn es eben nur ein bisschen zu feucht ist, sage ich jetzt einmal im Tresor oder im Raum, dann ist das sicher ein sehr gutes Hilfsmittel, um die Feuchtigkeit wegzunehmen und Rost verhindern von der Waffe. Weil das ist ja eigentlich etwas, was du nicht unbedingt willst, ja. Also ich bin da gleicher Meinung wie der Patrick. Ich finde auch den Aspekt, dass es halt einfach etwas Ungiftiges ist, biologisch abbaubar, es braucht keine Stromquellen, ja, so sprich. Ja. Naturfreundlich kann man sagen, finde ich halt auch in der heutigen Zeit eigentlich relativ wichtig, also sprich, dass man die Nachhaltigkeit hat, oder? Ja, ich finde es halt auch, es ist wirklich universell einsetzbar, eben, ich meine, also nicht nur Tresoren, wenn man halt eine Munitionsbox hat, einen Waffenkoffer, weiss nicht was, oder ja, bei den kleineren Sachen nimmst du einen kleineren Stein, bei den grossen einen grösseren, oder kannst du es in einen Schrank hineinstellen, also es ist wirklich vielseitig einsetzbar, oder? Der optische Aspekt natürlich auch, eben, es sieht tactical aus, oder? Es ist halt, ja, mehr als ein Feuchtigstein, kann man sagen, oder? Das spricht mich halt auch relativ an. Aber natürlich bin ich auch der Meinung, wie der Patrick gesagt hat, es ist halt einfach wirklich einfach ein Hilfsmittel. Also wenn der Raum schon an sich einfach eine zu hohe Feuchtigkeit hat, dann muss man halt einfach wirklich halt schauen, dass man halt noch zusätzlich eine Abhilfe schaffen kann, oder? Aber auch zum Beispiel halt auch bei den Anwendungszwecken, sei es jetzt ein Tresor oder eine Munitionsbox oder so, dass man halt einfach schauen tut, dass man das beschliessen tut, dass das abdichten tut, dass halt einfach keine Luft von außen reinkommt oder so wenig Luft wie möglich, damit halt dann auch weniger Luftfeuchtigkeit reinkommt, oder? Aber ja, schlussendlich, jeder, der ein bisschen Probleme hat mit Feuchtigkeit, dort wo er halt Waffen und Waffenzubehör lagern tut, dem würde ich das empfehlen. Das war es wieder mit diesem Video. Vielen Dank auch an Gotcha GmbH, dass wir da ein paar dürfen auslehnen, dass wir die gängigsten Modelle präsentieren können. Danke euch auch fürs Zuschauen und wie immer findet ihr Detailbilder auf Insta und Facebook. Dort würden wir uns natürlich auch wie unter dem Video über jeden Like und jeden neuen Abonnent freuen. Das war es und ciao zusammen.